Hallo Freunde, es gibt etwas Neues in Sachen Star Wars Actionfiguren von Hasbro. Klingt jetzt erstmal nicht so spannend, denn Hasbro bringt permanent neue Star Wars Actionfiguren auf den Markt. Jetzt haben sie aber ein neues Pack angekündigt, das finde ich sehr interessant. Die ersten Bilder liegen vor, das möchte ich mir gerne mal mit euch zusammen anschauen und meine ersten Gedanken vorbringen und bin natürlich auch auf eure Meinung gespannt. Los geht's! Ja Leute, es ist noch gar nicht so lange her, da hat Hasbro erst auf der Hasbro Pulse Seite exklusiv ein Paket rausgebracht zu Star Wars, zu Krieg der Sterne, dem ersten Star Wars Film. Und zwar sind hier 6 Charaktere drin in dieser schönen Retro Collection Box aus der Retro Collection Serie mit diesem nicht ganz so schönen Sticker drauf. Ja, da war C3PO, R2D2, Ben Kenobi, der Death Squad Commander, ein Java und der Tusken Raider, also einer von den Sandleuten mit dabei. Das war das zweite Pack, was rausgekommen ist. Ja, ist auch schon längst ausverkauft. Das ging relativ schnell, hat glaube ich um die 90 € gekostet. Angefangen hat das Ganze mit diesem Set hier. Das war das erste Set mit 6 Figuren in diesem schönen Karton. Die Kartons, wenn ich mir daneben halte, ist immer genau dasselbe, also gleiche Größe, gleiche Aufmachung etc. Und da waren die ersten 6 Kerncharaktere dabei. Der Stormtrooper, Darth Vader, Luke, Leia, Han und Chewie. Die waren da drin. Das ist schon, glaube ich, 2020 gewesen, wie das rausgekommen ist. Oder 2022 sogar. Die Zeit verfliegt, Leute. Es gab diese 2 Sets, wieder 12 Figuren zu Krieg der Sterne, zu dem ersten Star Wars Teil. Und Retro Collection Figuren kommen ja auch einzeln raus. Das heißt, dieses Jahr haben wir zum Beispiel das 40-jährige Jubiläum zu Die Rückkehr der Jedi-Ritter zum 3. Teil oder auch, wenn man chronologisch gehen will, den 6. Teil der Star Wars Saga. Und da hatte Hasbro ja auch diese Retro Collection Figuren rausgebracht, die ich ja auch schon im anderen Video gezeigt habe. Ja, 6 Figuren zu Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Unter anderem Lando Calrissian in Sith Guard. Wir haben hier den Imperator. Wir haben hier Han Solo im Trenchcoat, also von die Endor-Variante. Ja, alles wie gehabt auf diesen Blisterkarten hier, die relativ dünn sind, sage ich mal. Ja, und wir haben da mehr oder weniger so Kerncharaktere für die Rückkehr der Jedi-Ritter gehabt. Und jetzt gibt es das neue Pack angekündigt worden von Hasbro jetzt vor kurzem. Es gibt ein weiteres Sixpack, aber diesmal nicht zu Krieg der Sterne, nicht zum ersten Teil, auch nicht zu Das Imperium schlägt zurück, nicht zum zweiten bzw. zum 5. Teil. Den haben sie irgendwie übergangen, was die Pakete angeht, denn jetzt kommt ein neues Pack raus zu Die Rückkehr der Jedi-Ritter. 6 Figuren in einem Karton, wahrscheinlich auch wieder exklusiv auf Hasbro Pulse. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, es gibt noch keinen Preis. Man kann annehmen, dass es wieder so um die 90 € kosten wird, 88, zwischen 75 und 90 €, sage ich mal, wahrscheinlich. Ja, und diese Figuren, welche das Pack beinhaltet, da möchte ich gerne einen Blick mit euch drauf werfen. Wir schauen uns jetzt erst einmal den Karton, also den Umkarton wieder an. Und da sehen wir, dass es wiederum, wie gesagt, 6 Figuren gibt. Schöner Karton, genauso gehandhabt wie die Star Wars Kartons halt auch. Und ich habe oben in der Ecke dann das schöne 40 Jahre Return of the Jedi Logo. Habe halt auch wieder den Retro-Sticker auf der Verpackung drauf. Aber die 6 Figuren, die es beinhaltet, sind diesmal nicht wirklich Kerncharaktere. Und es ist sogar eine Figur dabei, wo ich mich wundere, dass sie überhaupt dabei ist. Aber da kommen wir jetzt drauf. Denn wenn wir mal chronologisch vorgehen, so wie ich es jetzt auf dem Bild vor mir habe, dann ist als erstes dabei der Gamorrean Guard, also die schweinsgesichtige grüne Wache von Jabba. Finde ich richtig cool. Das ist auch so eine Army-Builder-Figur. Da habe ich von der Vintage-Variante auch 2, 3, 4 Stück mittlerweile zu Hause. Dann haben wir Admiral Ackbar dabei. Ja, Admiral Ackbar auch er gehört zum Star Wars Universum, aber auch nicht wirklich ein Kerncharakter für mich. Hat aber ein paar coole Szenen in Die Rückkehr der Jedi-Ritter gehabt. Ausweichmanöver einleiten. Einheit grün, weitere Befehle abwarten. Dann haben wir eine ganz besondere Figur, wo viele sich vielleicht freuen werden, dass die jetzt
als Retro Collection in einem günstigen Preissegment neu aufgelegt wird. Und zwar ist das Yak-Face. Yak-Face ist ja eine der letzten 17 Figuren damals gewesen in den 80ern und erzielt heute Mondpreise, diese Figur, weil die halt nicht verfügbar war oder nicht so oft verkauft wurde, wie es halt immer so ist bei den letzten Figuren und teilweise auch gar nicht erhältlich war hier und da. Ja, dieser Yak-Face, den habe ich auch nicht gehabt. Ja, die Figur ist im dreistelligen Bereich. Ja, Wahnsinn, ja, für so eine kleine Actionfigur. Lose, ausgepackt, ja, im dreistelligen Bereich. Und eingepackt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie der Preis dann nach oben gegangen ist. Den habe ich jetzt in diesem Pack mit dabei. Dann haben wir Mon Mothma dabei. Das finde ich komisch auf der einen Seite, denn diese Figur gab es tatsächlich damals nicht. Ja, also Mon Mothma, es gab ja alle Figuren irgendwie, die jemals auch nur im Hintergrund, links hinten irgendwo im Bild vorbeigelaufen sind oder der Kamera kurz vorbeigeschwenkt hat, sodass man es eigentlich gar nicht erkannt hat. Die wurden ja quasi als Action-Toy bei Star Wars, bei damals Kenner rausgebracht. Ganz besonders die vielen außerirdischen Monster, wie auch immer, komischen Gestalten aus Jabba's Palast. Mon Mothma, wie gesagt, gab es damals nicht. Die Rebellenanführerin finde ich aber cool, dass die rauskommt. Auf der einen Seite, ja, weil es eine Figur, die es damals nicht gab, die ich jetzt halt in meiner Sammlung ergänzen kann. Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, wenn die Retro Collection auch wirklich Retro Collection bleibt und da nur Figuren erscheinen, neu aufgelegt, die es auch damals gab. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, wie ihr zu dieser Figur steht, dass die jetzt neu rauskommt. Dann haben wir einen altbekannten, dann haben wir Wicket, den Ewok dabei. Finde ich auch sehr, sehr schön, dass der jetzt nochmal neu aufgelegt in dieser Collection dabei ist. Und wir haben wieder eine Army-Builder-Figur, nenne ich es mal. Wir haben den Emperor's Royal Guard, also die Leibwache vom Imperator in diesem coolen Outfit. Ich mag diese Figur richtig, richtig. Ja, damals schon habe ich sie geliebt. Mit dem roten Umhang, mit diesem schönen, stylischen, roten, glänzenden Helm. Ich finde es einfach klasse. Ja, und das sind die 6 Figuren, die in dieser Box drin sind. Ja, und wenn wir jetzt mal schauen, die Blister sehen halt auch wieder aus wie die Standard-Blister. Also natürlich sind die Figuren in der Box nicht einzeln drin, sondern die sind in der Blisterverpackung 6 Stück übereinander gestapelt. Ja, sehen genauso aus. Ich habe diesen Used-Look außenrum, ja, dass die Karte so ein bisschen abgeranzt aussehen soll. Ich habe das oben in der Ecke, das 40 Jahre Return of the Jedi Logo, also Rückkehr der Jedi-Ritter Logo. Und ich befürchte halt, dass die Karte genauso dünn ist, dass sie da nichts ändern werden, wie bei den vorangegangenen Waves oder Versionen, die schon draußen sind aus der Retro Collection. Denn ich habe natürlich halt ihr auch wieder... Natürlich sage ich habe hier leider auch wieder den Retro Collection Sticker drauf gebappt auf die Karte. Ja, nochmal, was Hasbro dazu geritten hat, diesen Aufkleber so präsent, so groß auf die Karten zu kleben. Es wird immer ein Geheimnis bleiben, denn ich hatte es ja schon mal in einem anderen Video zu den Indiana Jones Retro Collection Figuren erwähnt, die ich ja auch in der Sammlung habe. Da sind die Karten zum einen ein Tick dicker, nicht so stabil, wie es früher wirklich war, aber ein Tick dicker wie die Star Wars Karten. Und dieser Retro Collection Aufkleber ist auch nicht drauf, obwohl es halt auch Retro Collection heißt. Ja, also keine Ahnung, das wird vielleicht ein anderes Brandmanagement bei Hasbro für zuständig gewesen sein. Für Indiana Jones das eine, für Star Wars das andere. Und die Star Wars Leute haben halt gesagt, wisst ihr was? Wir machen den Fans eine Freude und bappen mal diesen Retro Collection Sticker drauf. Wie dem so sei. Wenn wir jetzt diese Figuren einzeln durchgehen, ich fange jetzt einfach mal mit Yak-Face an, wie gesagt. Schöne Karte im Vintage-Design und es ist auch schön, dass ich den Originalnamen bzw. den Namen, der früher auch auf der Karte drauf war, wieder draufgebracht habe, denn er heißt schlicht und einfach Yak-Face. Ja, oder ich sage Yak-Face, wahrscheinlich heißt es Jack-Face oder so, ja, aber für mich war es immer Yak-Face. Und wenn wir die Vintage Collection zum Beispiel in Betracht ziehen, ja, oder die Neuauflagen, wo diese Figur ja auch erschienen ist, in einem neuen Design, sage ich mal, ein bisschen moderner gestaltet, dann hat er auch einen anderen Namen gehabt. Ich glaube, das war sogar der ursprüngliche Name oder so, da bin ich nicht ganz so drin. Für mich ist es Yak-Face. Ja, und es ist schön, dass er auf dieser Karte, die auch das Original-Titelbild von damals wieder hatten, natürlich, das ist bei der Retro Collection bei Star Wars so, ja, wie gesagt, das Titelbild wieder hat. Und die Figur sieht wieder 1:1 aus wie die Vintage-Figur.
Und was mich immer früher schon gewundert hat, wenn ich mir die Figur jetzt angucke und die Waffe, diesen Stab, den er in der Hand hat, ich habe früher als Kind den Stab immer andersrum gehabt. Ich habe immer das Breite unten gehabt, so als Stellfläche, sage ich mal, ja, und habe die Spitze, die kleine, die dünne Spitze nach oben gehabt, weil ich dachte, das ist irgendwie ein Laser oder sowas halt, ja. Mit der Zeit habe ich dann gelernt, dass alle irgendwie diese Waffe so rumtragen oder bei den Figuren so rum ausgestattet haben. Für mich sieht das irgendwie falsch aus, für mich ist es irgendwie andersrum, aber das ist halt meine kindliche Erinnerung, die ich daran habe. Ja, also Jagdface ist sehr, sehr cool. Als nächstes wollen wir uns mal den Emperor's Royal Guard anschauen. Auch da wieder Karte 1:1, das Bild kopiert von der Vintage-Variante. Ansonsten das Kartendesign ist immer sonst gleich mit der Umrandung, mit dem Schriftzug und so weiter. Und die Figur sieht halt wirklich toll aus. Ja, die Figur hat den Stab dabei. Den Stab, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß es gar nicht. Der sieht mir halt irgendwie so plump aus. Ich weiß gar nicht, ob das der Stab ist, der bei der Vintage-Figur dabei gewesen ist. Denn ich habe die Vintage Royal Guards, habe ich 2, 3 Stück, aber alle ohne Stab. Und ich glaube, ich habe auch früher, ich kann mich gar nicht erinnern, dass die Figur jemals einen Stab bei mir gehabt hat. Wahrscheinlich ist der sofort verloren gegangen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die Figur ist cool, kommt auch wieder mit dem richtigen Stoffmantel, finde ich richtig klasse. Und der Helm, wie gesagt, das ist einfach eine Brecherfigur für mich. Die gefällt mir so gut. Ja, dann, wenn wir gerade bei der Army-Building-Figuren sind, kommt der Gamorrean Guard, also das Schwein, Jabba's Schwein, grünes Schwein. Auch wieder cool. Da habe ich auch noch die Vintage-Karte von meiner Figur, die ich damals ausgepackt habe. Ich habe ja auch schon mal ein Video zu den ganzen Back-Cards gemacht, die ich in meiner Sammlung habe, aus der Kindheit, ja. Da habe ich sogar eine Playlist bei mir auf dem Kanal, das kann ich auch gerne mal einblenden. Ja, dann seht ihr alle Star Wars Videos, die ich bisher veröffentlicht habe, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und der Gamorrean Guard auch wieder sehr cool, sieht halt 1:1 aus, wie die Vintage-Variante, hat auch wieder die Axt dabei, was ich sehr cool finde. Ich glaube, im Film hat er nie eine Axt gehabt, ja, oder man hat es, wie gesagt, wieder so kurz nur gesehen, dass man es nicht gesehen hat. Aber wie gesagt, bei der Vintage-Figur war die Axt dabei, deswegen gehört die Axt für mich zu der Figur und finde ich sehr, sehr cool, dass der auch in diesem Set dabei ist. Ja, dann kommen wir wieder zu der Figur, wo ich so ein bisschen meine Probleme habe, in Anführungsstrichen, und zwar ist das Mon Mothma, die Anführerin der Rebellenallianz. Das Bild, was im Hintergrund ist, wie gesagt, die Figur gab es damals nicht, deswegen ist es eine neue Karte, ein neues Motiv. Aber das ist so das Standardbild, was ich von Caroline Blackson, heißt die Darstellerin, in den 80er Jahren, also 1983 bei Die Rückkehr der Jedi-Ritter, was so das Standardbild von ihr, das Promo-Bild von ihr war, das haben sie da genommen. Das finde ich sehr, sehr schön, dass es das Bild geworden ist. Und wie gesagt, man kann jetzt geteilter Meinung sein, ob es diese Figur gebraucht hätte bei einer Retro-Collection, wo es halt um Vintage-Updates geht, sage ich mal, ja, aber es ist jetzt eine Figur von 6 oder beziehungsweise, wenn man die 2 Kartons dabei nimmt, ja, von 18 Figuren ist jetzt eine Figur, die damals nicht erschienen ist, dabei. Ich denke, das kann man verschmerzen auf der einen Seite. Die Figur an sich finde ich eigentlich recht schick. Ja, wie gesagt, im Retro-Collection, also im Vintage-Stil gehalten, genauso wie die anderen Figuren halt auch. Keine großen Artikulationspunkte, den Kopf kann ich wahrscheinlich drehen, Arme und Beine heben und senken und das war's. Ja, den Blaster, wie das aussieht, hat sie den Blaster von der Prinzessin Leia dabei, soweit man das auf dem Bild sieht. Also da ist eine Waffe verwurstet worden, hat keine neue Waffe bekommen. Mon Mothma hat eigentlich gar keine Waffe. Da hätte ich mir vielleicht bei Mon Mothma eher so einen Taktstock oder sowas halt gewünscht, so wie es bei General Madine dabei war. Nur so ein Zeigestock oder sowas halt. Oder vielleicht halt so ein Hologramm vom Todesstern oder so vielleicht, so als Display oder so. Aber es wäre wahrscheinlich alles zu teuer geworden. Retro Collection, die Figuren kosten hier einzeln 16 Euro, meine ich, um den Dreh rum. Ja, das Pack, wie gesagt, mit 6 Figuren um die 80, 90 Euro. Da hätten sie wahrscheinlich, wenn sie die Figur schon neu gemacht haben und dann noch irgendwie ein Zubehör neu machen, da wäre das wahrscheinlich, hätte das den Rahmen gesprengt. Deswegen neue Figur, neuer Headsculpt und ja, könnt ihr mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, hatte ich eben schon mal gesagt, was ihr zu dieser neuen Figur zu sagen habt. Ja, und dann kommen wir noch zu einer Figur, und zwar zu Wicket, dem Ewok. Wicket W. Warwick heißt er, glaube ich, komplett ausgeschrieben. Und auch hier
Es ist ein Abguss oder sieht zumindest so aus wie ein Abguss von der Vintage-Figur. Finde ich sehr, sehr cool. Hat seinen Speer dabei, mit dem er Leia so ein bisschen striezt am Anfang, wie er sie trifft. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, auch ja, die Figur ist halt die gleiche Größe, halt so eine kleine Mini-Figur im Gegenzug zu den normalen Menschen oder Monstern halt in der Einheitsgröße, 3,75 Zoll. Finde ich sehr schön. Da können wir das auch so stehen lassen, das Statement. Und dann haben wir natürlich noch den Admiral Ackbar, der da mit drin ist, der wieder diesen, ich nenne es jetzt mal Taktstock hat. Auch hier wieder gleiches Kartendesign, wie es früher war. Der Fischkopf sieht auch sehr, sehr retro, sehr, sehr vintage aus. Ja, finde ich eine coole Figur, auch wenn er halt nicht so viel Action im Film erlebt hat und mehr nur auf seinem Stuhl gesessen hat, auf dem großen Schiff und halt seinen ja, ikonischen Satz von sich gegeben hat. Das ist eine Falle. Finde ich es eine schöne Figur und finde es schön, dass er in dieser Wave ja, auftaucht. Ja Leute, das waren die 6 Figuren, sowohl Bild von Verpackung wie auch ein Bild von den einzelnen Blisterkarten. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser Box denkt, ja, wie ihr das handhabt. Ja, ich habe keine Ahnung aktuell, ob diese Figuren auch einzeln erscheinen werden, ja, oder ob es sie nur in dieser Box gibt. Ich meine, im Blister sind sie schon mal, das heißt, man könnte die Figuren auch einzeln vertreiben, aber da habe ich noch keine Informationen zu, zum Stand der Aufnahme dieses Videos zumindest. Ja, auch wie gesagt, der Veröffentlichungstermin oder der Pre-Order-Termin, ich weiß ihn noch nicht, da ist noch nicht bekannt. Was ich sagen kann, ist, dass er zu 99% wieder exklusiv bei Hasbro Pulse in dem Webshop zu beziehen sein wird. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich würde sagen, damit lassen wir es. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, ihr Star Wars Fans da draußen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Rauner.